Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture never on my side. Angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Im Jahr zu Ihnen zu sein, das ist ein schwerer Thema von dir. Daniel in der Offenbarung, ich habe nicht euer Verstehen, euer wie ihr schwache geborene Kinder Gottes sind. Und wenn wir einmal junge Christen sind, groß bekehrt sind, dann ist es nicht gut, dass wir wie Daniel in der Offenbarung anfangen dann zu studieren. Das ist da nicht gut. Wir müssen ihr Schritt worden zu dort. Ich weiß nicht, ob Sie mich kann verstehen. Ich freue mich deswegen von dir, dass hier Kinder sind und dort hier Jugend sind, dort hier, ich weiß nicht, wer alle bekehrt ist, wer nicht ist. Ich weiß nicht von, aber ich freue mich deswegen, dass die hier alle sind. Ich will von dir vermerken, weil wir an Daniel anfangen, und die Botschaft von dir vermerken, die will wir wat opnemen met de Botschaft, wat we nu middag gaan. Nu middag, dan willen we aan 2 Timotheus gaan. En zoals ik zei, ik wil van jou dollar te ons predikers reden. Dat gaat van jou dollar te onze laatste tijd. We leven in de laatste tijd, als de Bijbel zeer klaar is. Ik denk laatst aan mijn computer, de boodschappen, wat ik de latere jaren gebracht heb. Ik wilde eens een beetje evalueren. Ik wil record houden. Dat komt zo zeer leicht erop aan dat we predikers vielleicht bloß op eenmaal aan een lijn predigen doen, en datzelfde predigen doen. En daar wil ik me allemaal verweeren. Weet je, dat zo wegen ik record houden doe. En als ik durch die Botschaft ging, dan zag ik dat deze laatste paar jaar, wat mijn boodschappen het meeste weer was aan de end times, aan de laatste tijd. En mij wordt het van jou bloos wichtiger en wichtiger, dat we daar naartoe gaan. En ik vraag me voor een prediker, wat je ervoor
dat er so wenig Predigers zijn van der, dat ik van deze tijd, de laatste tijd, wo wir von der werden leben, dan nicht predigen dan. Waarom nicht? Dat is van der so neidig, als wir leben dan, is dat neidig van deze Endtimes te predigen. Und mir gange het noch einmal zu betonen, wenn wir nicht wahre geborene Kinder Gottes sind, noch nicht bekehrt sind, noch nicht bekannt sind mit der Bibel, dann ist es nicht ein Thema, wo wir das erste sollen durchgehen. Da sind dann andere, die sind Wächer. Das ist das erste der Bekehrung. Dort wir wahre geboren wurden. Dort ist Wächer. Wenn dort nicht, dann habe ich das nicht verstanden. So, mir ging es von der in Daniel anzufangen. Ich wollte hier sein, ein bisschen anzustellen, wegen das Ding nicht schaffen wird. Some Dinge, die wollen nu vielleicht nicht ganz so klar sein, aber ich wünsche, wie kein mehr. Weil ihr das ja auf sehr viel Farben zu lesen. Ich hatte hier das auf Englisch und auf Deutsch, dass wir hier können an der Wand. Nu war ich aber bloß auf Deutsch, und da wurde dann Englisch stehen, wurde nicht Deutsch stehen, und besonders hier Deutsch, weil ich kann mich noch nicht Plattdeutsch lesen. Ich soll das vielleicht modern. Aber wir reden da gestern auch ein bisschen von, weil unsere plattdeutsche Bibeln, die sind sehr fein, aber um die Wirklichkeit rübernehmen, dann müssen wir doch nur Englisch gehen, oder nur Hochdeutsch, oder nur Spanisch. Nicht alle Wegen in unsere plattdeutsche Bibel, da kriegen wir die Wirklichkeit rüber, was das wirklich meint. Das ist fein, dass die übersetzt sind in Plattdeutsch, aber das Band, dann erst danach die jüdische Sprache oder die englische Sprache oder die spanische Sprache und wir dort auf einmal ab ihrem Welt verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie agreeen dann. Vielleicht habe ich das noch nicht gemacht, aber das ist ein bisschen mit unserer plattdeutschen Sprache. Schaffen das und das ist vielleicht auch wegen doch eine Sprache ist. Das ist bloß in der spanischen Antwort ein Dialekt. Dialekt, das ist nicht eine Sprache, das ist bloß irgendwas, was die Indier reden dann, was nicht eine Sprache ist. Das ist was meinte. Das ist mit uns Plattdeutsche Kreis so. Das ist nicht eine Sprache. Weil das ist bloß ein Dialekt, was man hat angefangen. Und das ist wegen, das ist das. So, wir haben in unserer Plattdeutsche Sprache vielmal nicht die Wiederkraft, was das Kraft meint. So, das ist wegen eine Ursache, glaube ich, ein Hochdeutsch blieb oder ein Spanisch blieben. In Englisch, durch viel Studieren, oder wäre mir noch nicht zu predigen, dann würde ich vielleicht lachen, wenn dort war bei mir auf Englisch getan. So, dann war ich im Bett. Gut. So, wir wollen hier, weil ich will diese Verse nicht alle lesen, aber wir wollen in Daniel Kapitel 2 anfangen. Wenn wir wollen die Hand drehen, nur Daniel Kapitel 2, wenn wir die erste Verse, die wollen wir bloß übergehen, wir wollen die nicht überlesen, aber ich will hier ein bisschen rüberbringen von der aus Samarias und das erste Verse am Wort hier geht. Uns ist auch bekannt, dass Israel, der kam an die Gefangenschaft nicht so, und dann wird das König von Babel, Nebuchadnezzar, wird Israel an die Gefangenschaft, und wird in Israel kam, in Israel ganz taubrupen deed en slaapt dat alle naar Babel. En man dit alle, door wie een man, een jonge man, wat Daniel heiten deed. Der wordt metgeslaapt van Israël. Weet je, en dit Daniel, die wie hier sind nicht thuis, hier bij diesen König. Dort wie endlich zo'n fremder Jung. Vielleicht im Bett, man wir wollen ein Bild kriegen, wann steht wo nach Mexiko kommen und schlafende Mexer hier haben, dass wir ein bisschen so Mexerjung oder wir immer geblieben oder oder wir mitgeschlafen oder endlich ins Klo, wir hier sind wir in dieser Babel in der Aufjatterie. Und da regiert es Nebuchadnezzar, dass wir die König. Und Nebuchadnezzar, dass wir ein König, der zu der Zeit sehr viel Power hat. Der hat endlich, kann wir sagen, die ganze Welt in dieser Zeit an seine Kontrolle, kann tun, was will. Wie das sagt uns hier in Daniel, haben wir das gegeben, über die Tiere und alles, hat er in besser Kontrolle gekriegt. Und dadurch hat er auch die Kontrolle über Israel, die in ihre Gefangenschaft, wo sie nicht kriegen, und über die zu herrschen, und dort kommt das Daniel.
En dat interessante ding daarvan is dat Daniel, dat wie een zeer truhartige jong, een oprechte jong. Dat wie een jong, wat er ganz dicht an Gott weer in Gemeinschaft hat mit Gott. So kann wie Daniel, wann er da auch word handgeschlagen ist. Aber dann kommt hier nicht so weit, wenn wir in Kapitel 2 gehen, dann fingen wir dort durch, dass das Nebuchadnezzar, der König, der hat auf einmal einen Traum. Und als er den Traum hat, an sich kann man dort nennen, das ist something very serious. Und was er abwarten hat, dann wir ihm dort allerweis, was er geträumt hat. Dort fingen wir durch gleich zu starten, in Kapitel, wenn wir da wollen anfangen, in Kapitel 2. Und dann, wenn wir da so wiedergehen, dann, das König sagt dann auf einmal, laat op eenmaal wen hij de power alle heeft, zegt hij, de witchcraft, de waarzeier, all die, wat de power hadden, eenmaal viele dingen die de bij ze macht te doen, de Leute in je boot uit, dat je zal komen, mij zijn, wat mij gedreamd heeft, of wat de droom bedienen heeft. En die komen hier ze dan op en zeggen, oh, dat erst bloß, dass du König wirst ewig leben mit der Power, was du hast. Aber das Nebuchadnezzar, die Worte auf einmal an, das ist something else. Das ist something, was viel tiefer ist. Dann darf er in die Boot rüten und sagt, wenn die mir den Traum nicht wollen dienen, dann will ich ihn alle Leute anbringen. Ein sehr strenges Gebot, der verrät. Er will haben, die sollen ihm sagen, was er geträumt hat. Und dann sollen sie ihm auch den Traum uitleggen. Wat het weer die droom, wat aan gedroomd had. Dat is een grote opgave, niet zo? Wat dan op eenmaal dan valt in Torpedo als das Daniel, wat is van Israël metgeslagen hier naar Babel. Hij heeft deze kracht, om dat te doen. Wat is een Daniel hier op eenmaal een König geholt. En dan vingen we dat hier zo. Das König, der heeft grote loon geboden dafür. Wer am dort wohl dienen kann, aber haben auch ein strenges Gebot gegeben, wer dort nicht wird kann, dass dem wird worden angebracht. Dann fingen wir dort an, dort ist Daniel auf einmal sagt, das ist ein König, sagt da, hol den Geld für die Geschenke, die du hast, ich will danach, wo ich dir den Traum sagen, was ich zu bedienen habe. Was ich geträumt habe, und was ich Traum zu bedienen habe. Und dann, weil wir hier noch Daniel Kapitel 2 gehen, Vers 36, da wollen wir anfangen zu lesen, Bad 44, danke mir die Vers zu lesen. Dort hat Daniel, als er auf einmal da für den König, und das wurde die Diedung von dem Traum uitleidet. Weil wir von hier so wieder gehen. Hier im Daniel Kapitel 2, 36, da ist Daniel nu für den König. Dann sagt es hier so steht, das ist der Traum, also das ist der Traum. Nu fängt er an, sagt er, nu will ich dir sagen, was der Traum ist. Sagt er, das ist der Traum. Nun wollen wir den Deuten für den König, die Deutung für den König sagen. Nu wollen wir die Bedienung sein von dem Traum, dort wo die geträumt haben. Sagt er, du König, bist der König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Sagt er, hier ist der Traum. Du König Nebuchadnezzar, du bist der König. Die 37. Vers. Den Gott, sagt er, von den Himmels, das Königreich alle Macht gegeben hat. Du bist er. Dann der 38. Vers sagt er, und alles, dass Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter den Himmel in deine Hände gegeben hat. Also wir sehen, dass wir ein König, der alle Macht hat. Nu sagt Daniel, du bist der König, oder sogar alle Tiere, alle Vögel, wo Gott die hat die Macht übergegeben. Also das wir ein starker König. Sagt er, das hat Gott die alle in deine Hände gegeben, in deine Hände gegeben. Und dir über alles Gewalt verlegt hat, dass du das bist, das goldene Haupt. Weil das ist ein Traum, was das König auf einmal gehört hat,
Ich weiß nicht, was das wir, aber hier fällt das Daniel am dort Üdlei, sagt er dort, den Traum, was du gehört hast, dort ist ein Bild, was eine Menschengestalt hat, mit einem goldenen Haupt, die Brassen aus Silber, den Buck aus Gold, die Beine aus Isa, und dann ganz eng bei der Feit. Dort kommt dort Interessante. Das ist die Gestalt erst von dem Mensch. Und dort kommt dort die Feit in den Teilen. Die sind mit Blatt in Isa gemischt. Das Thema, dort nahe von der Leben in der Welt, wo Blatt in Isa mixen wird. Als ik onze leraar vroeg me aan de werk, als ik deze boodschap wil brengen, dat zat nu al meerdere maanden 3 daar thuis. Sagte, wat is die Thema van jou voor deze werk? Zeg, mijn Thema der Überschrift der hat gegeven, Leben in de tijd met Isa en blad gemixt. En sagte, wat staat? We hebben wat niet, dat is wat vragen, maar dat is de titel wat ik deze boodschap van jou geef. Leben in de tijd wo Isa und Blatt gemixt ist. Das ist das Bild. Was hat er sagt, mir ist das schon, wie mit dem Computer, das nicht kann nachdenken, dann wird uns das von der ein klein bisschen klarer Sätten bleiben. Was wir wollen rückbringen mit das. Und dann geht es hier so wieder. Sagt er, du bist der goldene Haupt. Also diese Menschengestalt, der hat ein goldenes Haupt. Und dann geht es hier so wieder. Und dann hat er die Diedung gekriegt, was dort Isa, wo dat Gold, en krijg je in de feit, wo dat Isa en Blatt gemixt is, dat hier so openbaar. En dan laat ik die Bedienung hier, sagt er, nach dir, nur die, nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen. Also das geht hier alle an diese Königreich. Dort Isa ne Haupt, dort ist er selbst, maar das Königreich. Und dann sagt er, aber nur die, dann wird ein anderes Königreich, sagt er, abstehen. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer denn deines. Wird geringer sein, wird leer sein. Sagt er danach das dritte Königreich, das Eden ist, welche wird über alle Lande herrschen. Und das vierte Königreich wird hart sein wie Eisen, denn gleich wie Eisen alles zermalt, und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, also wird es auch dieses alles zerbrechen. Dass du aber gesehen hast, die Füße, nu sind wir unbar unfeit. Und das ist, wo wir von der Welt alle nähern gehen. So diese Königreiche, die sind alle gewasst, die sind alle passiert. Wo sagt er, das, was du nu gesehen hast, wo diese Menschengestalt wir, wo wir nu unbarte Feit sind. Und hier wollen wir aufmerksam sein an der Bein, an dieser Zeit lebe ich von der. Das ist der unbarte Feit. Das ist das Letzte. Was je nu deed, want dit is voorbij is, wo wir von der Bein leben, dann das letzte Königreich, dann wird kein Königreich mehr abstehen. Dann ist das gewahr, dann ist das vorig. Wollen wir sehen, was hier wieder sagt. Am 41. Vers, der wird der Engel lesen dann. Sagt er, dass du aber gesehen hast, die Füße, also die Feit, die sehen eines Teil Ton und eines Teil Eisen. Da was du gesehen hast, wo der eine war, ein Teil wie das Blatt und dann wird ein Teil Isa. Sagt er, das wird ein zerteiltes Königreich sein, das wird von den Eisenarts darin bleiben, wie du gesehen hast, Eisen und Ton vermischt. Wir sagen, was den Teil, was ich diese Botschaft den Teil ja. Leben in der Zeit, wo die Isa und Blatt mixen wird. Und das geht gleich zu mixen, weil das bleibt gleich taub. Das bleibt gleich ein und nur das andere. Aber wo das hier am Jahr, das ist am Dert. Wie ein anderer wird gesagt, wo Daniel gesagt, hier irgendwie die Feit, das letzte Recht, was dort absteht, das ist eine Religion mit der Politik. Wel zijn te mischen. En wat je in dat hoofdgewicht houdt, in deze tijd leve van der Welt. Dat is waarom het hier gaat. Het gaat hier om
am ein Königreich. Und dann wieder sagt er am 42. Vers, und dass die Zähne und seinen Füßen eines Teil Eisen und eines Teil Ton sind, wird zum Teil eines starkes und zum Teil eines schwaches Reich sein. So dat wird zum Teil das Blatt in das Isa, zum Teil sagt er, wird das starke Dreck sein und zum Teil ein schwacher Dreck. Und an diese Titel lebe ich von der Bern. Sagt er, und die 43. Vers, dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermischt, werden sie sich wohl nach menschlichen Gebiet untereinander mengen, aber sie werden doch nicht aneinander halten, gleich wie Eisen und Ton nicht gemeint lässt. So, das wird nicht tot bleiben, sagt er. Und dann kommt hier der 45. Vers, da sagt er, aber zur Zeit solches Königreich, wann das ist erst, das Königreich, sagt er, der ganz letzte, der unbiede Feit, sagt er, an die Zeit, wie so ein Königreich aussteht, sagt er, aber zu der Zeit solchen Königreich wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmer zerstört wird. Wat je hier sagt, wie eine Messkrieg. Wir leben von der Unbiedefeit. Und wir leben im Messkrieg, sind wir dort Gott wird ein Königreich abstellen, dort der keiner mehr verloren wird. Und dort weit wir das erst, nicht so? Daniel, der sagt auf einmal, Hingerschen ein, als er diesen Traum ich hatte gehört. Dann kam ein großer Stein vom Boy raufgerollt, dann verschmattert das Bild und dann wird das alle weich. Und hier ist der Krieg, hier selber was durch. Hier sagt er nu. Nu hier so Hingerschen ein, sagt er, zu der Zeit solches Königreich wird Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmer mehr zerstört wird. Und sein Königreich wird kein anderes Volk kommen, nur sein Königreich. Es wird alle diese Königreiche zermahlen und verstören, aber er selbst wird ewiglich bleiben. Und dann ist der Ewigkeit durch. Und dann ist das vorig und diese Ehe. Ab diese Ehe. Dann wird der Herr kommen und stellen sie ihn recht ab, wenn das Geschwort vermüllt sein, das Blatt in Isa, und dann ist es vorig. So was will uns das von der sein? Das will uns von der sein, dass viele von diesen Prophezeiungen, das sind 2500 Jahre ungefähr drei, wo Gott der Daniel prophezeien hat. Viele von diesen sind in Erfüllung gegangen. Und das sagt uns von der, das Wort sehr klar, die Bibel, dass wir sind in der letzten Zeit. Wir sind irgendwie die Feit. Wo Mensch das Wort, der Stein anfängt zu rollen, und das wird alle vergehen, und dann wird es nie Königreich worden, abgestellt worden, für immer und ewig bleiben wird. So leben von der in dieser Zeit. Was habe ich von der, was soll ich sagen, Orientierung? Dort wie von der sagen kann, wir sind irgendwie die Feit, dort wir sind in der letzten Zeit. Was habe ich von der Orientierung? Weil je das allein, das wird eine lange Zeit geben, und das nimmt zu gehen. Aber die Bibel ist von der sehr klar an das. Wir dürfen von der nicht zweifeln, was wir da sind oder was wir da nicht sind. Die Bibel ist von der klar. Aber was sind die letzten, was sind die Täten? Well, wenn wir hier wieder gehen, dann in Daniel Kapitel 12, weil ihr das aber all wird, das letzte Kapitel in Daniel, und hier in diesem Zeit von Kapitel 2 bis Kapitel 12, weil da habe ich noch sehr viel Bern, wo wir von der nicht nennen wollen. Aber aus Daniel, diese letzte Zeit, und wir können sagen, das Bild auf einmal für sich hat, und als heute irgendwie die Feit wir mit dem Isa in das Blatt,
Als hij de irgendwie de feit wie met dort in so wieder geht, dann auf einmal dann sagt Daniel, ich kann es nicht verstehen. Ich weiß nicht, was es ist. Hat er selbst den Traum uitleihen? Aber am hängerschen eng von Daniel, wenn wir schon Kapitel 12 sind, wenn es erst am der letzte Zeit aller geht, dann sagt er auf einmal, ich kann nicht verstehen. Und was sagt Gott hier dann? In Daniel Kapitel 12, Vers 4. Da sagt er, du Daniel, verberg diese Worte, versiegle diese Schrift bis auf die letzte Zeit. Ein Siegel danach, da weit wir, was das ist, nicht so? Wenn wir von Mexiko oder von wo immer ein Trailer waschen dann dürfen wir einmal ein Ziel. Wenn das erst eine Aduana ist, der Aduana, der merkt ein Ziel ohne der, und dort kann keiner aufmerken, nicht, was das erst was ohne Destination ist. Dann können sie das aufmerken, dann weiß wir, was ein Ziel ist, nicht so? Da kann ich bloß irgendwer gehen und knipsen das Ziel auf und gucken, was in den Trailer drin ist. Wenn der Trailer erst was ohne Destination ist, da haben sie Freiheit, das Ziel aufzumerken. Und so sagt Gott hier zu Daniel. Wenn wir die Versen hier vernehmen, da fingen wir doch, dass Daniel auf einmal sagt, Gott, ich kann das nicht verstehen. Und dann sagt Gott, das ist okay. Ziel dort. Aber auf der letzte Zeit. Und was sagt das? Wenn ich reden, aber auf der letzte Zeit, dann sagt es, so werden viele dort überkommen, ein großes Verstand finden. Ich weiß nicht, was sagt das im Englischen? Warum wäre diese Verse in Englisch lesen? Irgendwer. Daniel Kapitel 12, Vers 4. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, knowledge shall increase. Yes. Daniel kann nicht verstehen, aber dann sagt Gott, das ist okay. Seal dort. Aber, naja, bei der letzte Deal, nicht so bei der letzte Zeit. Und dann sagt er, dann wollen Menschen kommen und die wollen verstehen finden über das. Daniel kann nicht verstehen. Wenn er auch ein sehr weiser Mann wird, aber nicht haben eine ein. Aber sagt er, in der Zeit, wenn er ist, was irgendwas Feit sind, der letzte Zeit, dann wollen Menschen kommen und die wollen verstehen finden über das. Einmal über die Tag, wir leben von der eine wunderbare Zeit. Wir haben fertig so eine Gedanken, man ächze wie aus Daniel, man ächze wie aus einer von den Propheten, man ächze wie zu jene Zeit so dicht bei Gott, darum hat Gott, dann jo, aber in der Zeit, wo ich von der Bern lebe, was sagt die Bibel von der? Wir leben in einer wundervollen Zeit, wo Daniel nicht verstehen kann, wo die Bibel von dir sehr klar sagt, in der letzten Zeit, da wird das Ziel aufgemerkt worden. Dann wollen Menschen sein, die wollen Verstand kriegen, die wollen das verstehen. Weil von der kann ich viel von das verstehen. Von der weiß ich, was er verwohnt wird. Wir in dieser Zeit, wo wir von der Bern leben, dann einmal ungedacht. Und wir reden unsere nächste Generation, an diese neue Technologie, wo wir näher kommen, dann einmal immer gedacht. Dort uns Verstand von der, diese nächste Generation, Verstand von der, weich von dem, da wird ganz anders gewired, als auf die letzten 2000 oder 6000 Jahre als gewesen. Einmal immer gedacht. Einmal immer gedacht, diese Zeit von der, wo wir beim Leben, und besonders diese letzten 100 Jahre, wo sich die Dinge sich entwickeln da. Wird es nicht bloß heute für tausende Jahre von Einzieglern und anderen immer so dort geblieben und so dort geblieben. Aber guck mal, diese letzten 100 Jahre. Und dann besonders diese letzten 50 Jahre. Und dann besonders diese letzten 20 Jahre. Und dann besonders diese letzten 10 Jahre, diese letzten 5 Jahre. Wo das die Welt von der, weißt du, von der, und das ist, wo Gott dann auch von reden hat.
Wenn wir würden an die Zeit leben, an die letzte Zeit, dann würden wir das anfangen zu verstehen. Weißt du, wenn die zu uns haben, 30 Jahre, 3 gesagt, wir würden am 30 Jahr wieder, dann würden wir bloß auf eine Fortfuhren. Dann würden wir an unsere Bankrechnung nehmen gehen und dann würden wir die Bankrechnung nur sein und wenn der Geld wieder, dann würden wir einen Transfer da und dann würden wir gesagt haben, oh, Menschen sind gar nicht so. Hey, wo sind wir von der? Wenn ich von der Welt will checken, ich habe von der die ganze Welt an meine Puppen, wenn ich will von der will checken, das erste Google auf Google nicht und googlen Dinge und sehen, wo das billigste Essen das steht in UPS hat het overnight fertig und was für der. Aber die haben uns das 30 Jahre 3 gesagt, dann wurde gesagt, dann Menschen wir in Darm nicht so. Und das wir in der. Die Menschen, die Menschen 30 Jahre 3, die können sich bloß nennen in dieser Welt, wo wir von der Welt leben. So das ist klar von der, wir sind in der letzten Zeit. Daniel kann es nicht verstehen. Weil je wanneer een duw van der worden, ons aan het woord Gottes snel lopen. God die wordt het ons van der verstand. En hier willen we nu meer dollar gaan en dit. Zegt Timotheus krijgt zo, oder Paulus de Timotheus. Zegt dat bloß op eenmaal te de Deiner, te de predikers, oder te Timotheus, hij wie een jonge man. En Paulus, die weer wat door dat zijn leven derg weer. En hij, wat mij zo wonderlijk is, wat je wel nu merkt door alle en gaan. 2 Timotheus zijn plus 2 bläder en mijn Bibel. Oder sind sich alles bern für uns als Predikers, die alle antworten, was wir haben. Einfach Paulus, der hat Gott Timotheus und die Frauen stellen. Was die der Gemeinde treu sein und was die mit ihnen abgehen, was die kriegst, treu sein und so wieder noch. Hij sagt da bloß auf einmal, ich weiß nicht hastig, wo die falsch ist, wo wir Luther nachgehen, sagt er bloß auf einmal, mach Gott die Verstand geben. Mit den Worten, das ist mein Point von der, wenn wir umdenken und Predikers bestätigen, Lehrer bestätigen. Mein Wunsch ist bloß an dieser letzten Zeit, wo wir bei einem Leben da, oder viel so confused ist, wo Blatt, ich nannte Timer, wo Blatt und Isa sich mixen, das, was wir euch verstehen können. Das zeigt uns von der so viel an dieser Zeit, wo wir bei einem Leben da. Wir wollen an viele Dinge nachkommen, was wir euch gedacht haben. Und dann ist mein Verlangen bloß zu dieser Kirche, zu dieser Predigt, muss Gott ihm bloß Verstand geben. Weil man Gott ihm Wort Verstand geben, das ist alles, was die brauchen. Die brauchen welche lange Versprechen mehr, ich will diese Kirche treu sein und ich will mein Dienst treu sein. No. Muss Gott ihm bloß Verstand geben, das ist es. Und wenn er ihm Wort Verstand geben, dann hat er alle Antworten. Das ist das, was uns fehlt. Wenn Gott uns Verstand gibt, und das ist, was er hier sagt. Er sagt, der letzte Zeit, und das ist mein Trost von der für uns als Prediger. Ich sehe, wir wollen alle zu uns als Prediger reden, wir wollen nicht bloß zu Männer reden, aber das haben wir uns alle annehmen. Ich sage, wir leben alle in der letzten Zeit. Gott die Prediger, von der wir alle die Ministerial oder die Lehrer in der Kirche, wat wel de kerk wieder leiden in der Stadt. Und deswegen ist uns das wichtig von der, man kriegt das, dass wir würden in dieser letzten Zeit, dass Gott uns muss Verstand geben. Denn so viele Dinge sind anders. Was ich eigentlich das sind nur 2 oder 3. Ich sagte mir an meinem Computer, wo ich mir direkt holen da ihre Botschaften, ich war 2 oder 3. Und in 2018, an unsere Kirche brachte ich ein Thema, ich frage unsere Kirche, sehr wie reit, wenn wir auf einmal wollen, es ist hastig in einer ganz different world leben, in einer verschiedenen Welt. Weil ich habe doch keine Ahnung von all das, was in 2020 wird passieren. Aber Gott, somehow, ist wenn er klar redet zu mir. Und mir das aber immer klar sagt, in dieser letzten Zeit, da waren Changes kommen, wo wir nicht abgerechnet haben. Ich habe nicht einen Traum,
Ich habe ja an gedacht, dass es keinen Hungersnot geben auf dieser Erde. Aber weißt du, wo ich keinmal an gedacht habe, hier steht, in dem Land, wo wir werden leben, dort wie Eier wurden, die Shelves wurden ladig sein und Toilet Paper dann an alle andere. Und die uns sind gedacht. No. Das wird das Letzte, wo wir würden an denken, nicht so? Wo kommt das? Und das zeigt uns von der bloß, dass we live in a crazy world, nicht so? Eten wir noch, wo Toilet Paper war auch. Hast du dir das vorgestellt? Weil ihr in so eine Dinge steht, wo wir in der letzten Zeit viel beleben. Da wollen Changes sein in der letzten Zeit. Und wenn wir nicht wollen, klar auf das Wort Gottes sein. Jesus wird sehr wichtig. Er sagt in Matthäus 24, pass noch ein Ding ab, sagt er zu seinen Jüngern. Das ganz erste. Die Jünger, die kommen auf einmal nun zu Jesus und sagen, Jesus, was wollen die Täten sein in der letzten Zeit? Wo wollen wir das antworten, wenn die letzte Zeit ist? Was sagt Jesus, das ganz erste? Pass auf, dass ihn keiner verleiden wird. Das ist das Wichtigste. Pass auf, in der letzten Zeit. Krieg an diese Zeit von dir. Weet je, en dit sage ich uns dort von der, dass wir leben in einer Welt, wo es nicht einfach ist. Da wird für diese Prediger gleich einfach sein. Da wird für diese Kirchenlehrer gleich einfach sein. Das wird für uns als Familie gleich einfach sein in dieser Welt. Da wird gleich leicht sein. Weet je, wir haben ein Trost. Das ist hier in Daniel Kapitel 12. Er sagt, der letzte Zeit, die wird sich um Gott halten, die wird Gott einen besonderen Verstand geben. Und to live in this crazy world, wo wir von der Band sind, oder mit Isa und Blut sich mischen werden. Möchte uns Mut geben, weil ihr dort wir nicht wollen abgeben, weil Gott, der weit Krieg, was am Kommen ist, und er weiter Krieg, was er fair hat. Wir müssen uns bloß Verstand geben, und dann wird er alles schaffen. Und da will ich ansagen, wenn Gott uns wird Verstand geben in dieser Zeit, wenn die Dinge uns so über den Kopf sind, dort wieder gleich verstehen können. Ich glaube, von der Menschen, die vielleicht 50 oder 3 gelebt haben, dat Jeff gleich so noch steht. Aber wenn die würden auf einmal in diese Welt hineinkommen, wo wir von der Band leben, dann, ich weiß nicht, was die würden tun. Und dort verstehen, dass sie dann sein Ende geschlagen und gestorben sind. Ich merke mich fertig im Bild, was würden die tun? Weet je, mein Schwiegervater hier an, dich belabert mal nie einen Traktor gekauft, wie ein 87. Und wir in die John Deere gerade zurückgekommen, die Front Wheel System. So ein Traktor holen wir in Mexiko. Das wird was Besonderes. Und ich dachte dann, an den 7 Tagen, das ist so weit aus der Welt. Jemand wird kommen, das wird so weit aus John Deere. In diese Welt wird keiner kommen. Ich dachte, das ist das Letzte. Das wird ein Traktor, was in Mexiko nicht wird. Und weißt du, was der Traktor ist bei Mexiko, da können viele Menschen checken in den Traktor. Und wir dachten alle so, nächste Welt, was hier würde kommen. Weißt du, was, wenn die dann hatten zu uns gesagt, ein paar Jahre wieder, dann wird es John Deere ein GPS haben. Wieder dann mit uns ein GPS, aber der Regen, den wir immer so steht, und die wurden zu uns gesagt haben, hey, weißt du, was, ein paar Jahre wieder, dann wird der Traktor versalzt und der wird lekker Regenmerken op staan. Dan wordt gezegd van de mensen die wählen über Damen nicht so. Aber wir leben von der, was je bloß in dieser Welt. Und ich wundere mich fertig, was Menschen würden denken, wenn die mit ihr Verstand, dass sie 50 oder 100 Jahre drei sind, angeschlagen, mit dort würden von der in dieser Welt ankommen. Ich glaube, sie würden abreden, das Müll so groß als sie können, nicht so, und bloß, I don't know what. Aber das sagt uns von der, wie sagen wir, was dort. Wo meist wird der Stein wird drauf.
Want ik weet niet hoe wie we in Derg komen met het thema van jou. Dat is een lange thema. Voor mij een zeer wichtig thema. Wir haben noch ein klein bisschen Unterschied hier in Vermerk. Und dann wollen wir noch mehr übergehen mit Timotheus, dann wollen wir vielleicht some Dinge von dit wiederholen. Weet je wat, wie als onleraar aan de kerk, of als onleraar thuis am Heim, en we dan ook niet aan de kerk, we allemaal bij onleden doen, wel we aan één ding aan zij te kop nemen. En dat is dit. Wo Paulus sagte Timotheus, mocht der Herr die Verstand geben. Waar we God beten dat we worden, dat hij ons woord en deze tijd wo we bij leven doen, Verstand geben. Dat wil ons van jou zo neidig, als er nog keinmal einer gefehlt hat. Dat God ons woord Verstand geben, want dat we niet worden depressed worden, dat we niet worden abgeben, dat we niet worden hoffnungslos worden. Dat we worden, de Bibel zegt ons weer uithoudt wat een, die wordt geraad worden. En dat is wat het van jou in deze tijd brengt, dat wat je dat we niet abgeben worden in je wees. Dat we worden uithouden wat een. Wat ons leven hier sterk is. Oder wat de steen op eenmaal aanvangt te rollen, dat alle vermoeden werd. Dat de laatste krieg wordt gevierd worden op deze wereld en dan is dat alle voorbij. En dan zeggen we wat dat geen krieg, zowel we uithouden. Und in dieser Zeit, wo wir von der Bern leben, dann braucht es einfach, dass Gott uns Verstand gibt. Wir hatten hier schon, wo Jesus sagt in Matthäus Kapitel 24, kijkt er bloß nur, dass die keiner verfehlen wird. Weil die eint erst mit all den verschiedenen Kirchen, wo wir sind in der Lutherzeit gewesen. Wir reden gestern auch von der ersten Kirche, wo wir mal getauft worden, abgenommen worden, entledigt worden an der Kirche, das wäre die Kleinmensche Kirche. Die Kirche, wo wir von der Bern sind, das ist nicht eine Kleinmensche, das ist, ich weiß nicht, was es soll sein. Ich glaube, somebody hat jetzt noch gefragt, wovon die Kirche wie von der hier. Und ich sage das einmal, zu Gott seine Kirche, weil du erst bloß eine Kirche. Aber wir haben hier verschiedene Namen ab ihr, und das ist okay. Deze kerk heeft nu een andere naam als een kleine mensenkerk. Maar wat ik wil zeggen met dit, deze kerk, die wil maar door een maat zijn. Weet je, die wil niet conferent zijn. En die willen de kleine te conservatief, waar we allemaal weer aan. Nu vangt die door een maat aan. Die willen die allemaal de beste, niet? Die willen allemaal de beste kerk zijn. Dat is ook fijn. Ik leef aan die aan de kerk wezen die luistert, dat die beste kerk zu enjoyen. Voor dat ons mensen zo staat. En dat leg je van jou niet meer aardig, dat er verschillende kerken noemen zijn. Wat je echt zijn van jou, niet een persoon. Dat echt van jou, deze kerk, wat is het nu? Dan je een Cornerstone, is zo. Ja. Ik zijn niet een persoon, dat ik wil hier in deze kerk zeggen, Cornerstone, dat is niet de rechte kerk. Komt bloß alle nur ans. No. Ik zou niet in de persoon staan. Want je geloof, we zullen aan den tweeden naam ook niet zo vaststellen. Oder te zeggen, ik zou mal ook niet getauft, ik mag ook niet blijven. Oder ik zou een kleine mens getauft, nu mag ik deze naam houden. Daar redt de Bibel nog niet van. Want het is een tjafte qua hier de Bibel. Dat tjaft bloß eine gemeente. Eine wahrhaftige gemeente. Tjaft ook bloß eine, aber er hat verschiedene namen. Wer immer Jesus Christus als zijn persoonlijke Heiland heeft aangenomen, gehört zu Gott seine Gemeinde. Und dann haben wir vernommen, die Hass. Das sagt die Bibel ganz klar, wer sie nun wird anrufen, der wird geraten worden. Hat nichts mit den Kirchennamen zu tun, das hat mit Jesus seinen Namen zu tun. Wenn wir Jesus seinen Namen wollen, anrufen, dann werden wir geraten. Aber was ich mit jetzt sagen will, ist, dass ich sage, an verschiedene Kirchen gewesen, der Lutherzeit. MIC, IMMC, und dann noch diese, wo wir nu sind, das ist die MIC, was ja echt 3 einzelne Metral mit dort. Von IMC und MIC. Und warum das MIC ist, das fragt du weh, was ich zu Ihnen sehe. Die Kleingemeinde habe ich interviewt, die Konferenz habe ich interviewt, wir wollen nicht der Beste, du eine mehr, du weißt, wie MIC. So, das ist, wo wir nicht da ist. Aber was ich will sagen mit das,
En dat is dit. En die verscheidenheid. Dan zeg ik allebei één ding. En dat is mes en dood en wonderkracht wie zijn. En dat is dit. Want ik heb helemaal gedacht. Hoezo? Hier willen we nu een beetje duidelijk nadenken en deze vrouw krijgen. Een mens wordt ruhig voor God leven laat. Sozusagen niet moeilijk wordt van God wel. Maar wel wordt er niet wat je hier. Waarom? Want je dit had niet gevraagd. Mensen die willen niet, velen die willen niet die bekering aannemen. Die willen gewoon ware geboren zijn. Maar de wel van de gemeente hier in Boeren. Deze vrouw, die had ik niet. En dit zijn we van deel aan alle onze Mennonieten die verschiedene kwijt. Het is kort een onderscheid van een naar de andere. Wat mij een ding op eenmaal klaar wordt. Ik studeer deze laatste tijd. Ik heb me veel aan de Endtimes neergelaten. Maar dan vang ik op eenmaal eenvoudig. Dan worden mir op eenmaal dingen klaar. En ik wens, hier kunnen we diep nagaan aan dit. En dat is zeer interessant. Dat andere is, ik had een show van onze Spanische predikers, waar ik ieder maal de boodschap aanhoren doe. Op teacher, op Engels gaan we dat niet uitrekenen, dus dat als de Max dat deed. Maar dat is een prediker die 7 zegt, heb je mal even gedacht. Op Spanisch gaat het dus dat. Ik wil dat op Spanisch zeggen en vele van jullie kennen Spanisch niet zo. Hij zegt, heb je mal even gedacht. Hij zegt, el espíritu religioso es el más poderoso y el más peligroso. Heb je mal even dit gedacht, zegt. Op die gaan we dit niet graag terugbrengen. Waarom meint aan die verse staat? Zegt hij, de geest van een religion. Dat is de sterkste geest, wat de meeste kracht heeft, wat de gefährlichste geest. Ik dacht even dit nu. Wat wil je uitbrengen graag? Wat je op Spanisch gaat, dat beter naar de ree. En dit blijft op eenmaal naar mijn kop zitten. De geest van een religion. Dat is de sterkste geest, of de gefährlichste geest. En dan dacht ik, was Jezus op deze Erde. Hij wil zich zijn 12 dingen. En wie weten man die 12 dingen door wie een Judas maakt. Judas, sozusagen, hij wil niet van Jezus. De Bibel zegt ons dat Judas wie een verloren mens. Maar Jezus wil hem daarna de keim neer. En dat is het wel verpast. En dan hoor ik dezelfde vraag. Wanneer Judas niet van Jezus wil, te wat wil hij Jezus gaan en deze andere apostel? Want je wanneer mensen van die niet wel bekeerd zijn, die gewoon voor God leven willen, die niet moet Jezus wat rekenen, te wat wel een mens van die in de gemeente hier? Dat is een goede vraag, niet zo? Want je zo'n hobby van die, zeer veel, besonders aan deze laatste tijd, hoe we van die gaan leven. Hoezo? Mensen worden niet bekeerd als, waarom wil die nog aan het kort zijn? Maar kijk hem aan. Het tweede Thessalonica, kapitel 2, zeg ik, vers 3 en 4. De drie waren van de laatste tijd. En daar hebben we de antwoord. Tweede Thessalonica, kapitel 2. Dat gaat hier ook, waren aan de laatste tijd. En deze tijd waar we van der ben leven. En deze tijd waar Isa en blad zich mixen wil.
Wir sehen hier schon in Matthäus, sieht Jesus, lasst euch nicht verführen. Und hier sagt Paulus dort, der Thessalonicher war ganz klar, es ist das, in der letzten Zeit, lasst euch nicht verführen. Und dann sagt er am dritten Vers, er sagt, lasst euch von niemand verführen, war das erste. In keinerlei Weise. Denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde, dass Menschen Sünde des Sohn des Verderbens. Und hier jetzt war an der letzten Zeit, wenn was Jesus kommt, und dann sagt Paulus auf einmal sehr klar, sagt der Jesus, der kämpft noch nicht. Da wird erst ein Ding passieren. Da wird erst der Sohn des Verderbens kommen, das meint der Antichrist. Wieder leicht er hier am 4. Vers aus, sagt er, der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und vorgibt, er sei Gott. Was in das Wort der letzte Zeit passiert. Und dann wird mir auf einmal ein Ding klar. Pilatus, wie einer, der die Power hat, er kann Menschen aus dem Gefängnis rausholen, wenn er will. Er kann Menschen im Gefängnis bringen, wenn er will. Er kann Menschen umbringen, wenn er will. Er hat all den Power. Aber weißt du, wovon Power Pilatus nicht hat? Jesus von Kreuz aufzuhalten. Da wird seine Power alle. Warum? Wegen der kann der Jas von Religion ist verarmt kennen, wie seine Kraft war. Dann denken wir an das spanische Wort. Ich soll Espíritu religioso. Es el más poderoso. Das ist das, was die meiste Power hat. Wat Jesus om Kreuz nog brengt, dat kan de wel kwijt. Maar dat Jesus van Kreuz afhalen, dat kan de wel kwijt. Maar de religion kan hem om Kreuz nog brengen. En dat had de power. Zo toen van der is powerloos, buiten hij kan durch den religion, dan kan hij zijn kracht. En dat is wat tot de laatste tijd wordt passiert. En dat is wat zo toen van der aanschouwen. Een mens, dat kan zijn, en alle gemeentes, daar waar we in Judas gaan. Mag God van der de leiderschap verstand geven. Dat wil ons van der. En de Judas kan vielleicht sogar einer van de predikers zijn. Sorry, wenn ich triest bin. Aber wir haben viele verschiedene Kirchen besucht, wir können excited von der. Die so tun. Die haben nicht Power, bitte, er kann dort durch eine Religion, dann erst eine Fall macht mit seiner Power. Und er braucht eine Religion dazu, was nicht da braucht, dass Gott uns versteht. Wir schließen zu den Vermehrung. Ich glaube, nur mehr wieder gehen. Take down my hand, O Father, and lead thou me until my journey endeth eternally. Alone I will not wander one single day. Because
May